Die Firma Stahlem ist aus der Firma Sterner Werkzeugbau 1984 entstanden und ist weltgrößter Verarbeiter von Flüssigsilikon. Und wir machen Spritzgussteile, hauptsächlich in der Massenfertigung. In der Unternehmensgruppe von der Firma Stahlem haben wir in etwa 1885 Mitarbeiter. Wir stellen für die Branchen Mobility, Life Science und Industrie Teile her, wie zum Beispiel Dichtungen, Steckerverbindungen, O-Ringe oder klassisch auch den Schnuller. Ja, wie sind wir auf die Laserbearbeitung oder generell auf den Laser gekommen? Bei uns war ja schon ein Laser im Unternehmen vorhanden und man hat es einfach einmal im Haus probiert, ob das überhaupt möglich wäre, die Technologie für die Anwendung zu nutzen. Hat sehr schnell festgestellt, das funktioniert und sind aber dann auch gleich mit der Firma Trotec in Kontakt getreten und haben das auch in einem Technologiezentrum einmal versucht und auch uns Ideen geholt, was wir in den US damit machen können. Den Trotec Speedy setzen wir ein für erste Entwicklungstests von verschiedenen Technologien. Zum Beispiel haben wir bei der Musterplatte 3.0 eine Laserumschlagfarbe integriert ins Silikon, was besonders ist. Und da können wir gleich mal testen, ob diese Farbe funktioniert und wie das dann ausschaut am Musterbauteil. Das Ganze hilft uns, damit wir Einstellungen finden für die spätere Serienproduktion. Und wir können auch unsere Kunden gleich mal zeigen, wie sowas aussieht und ob das für ihre Produkte interessant ist. Der Mehrwert von dem Gerät ist eben die Flex-Technologie. Das haben wir bei dem ursprünglichen Gerät, was es schon im Haus gegeben hat, nicht gehabt. Der Mehrwert, den sie da für mich einfach darstellt, ist das, dass wir nicht nur dieses Papier produzieren können, sondern auch unterschiedliche Materialien. Von Kunststoff bis über Stahl. Wir dann dementsprechend auch für Fertigungsteile markieren, beschriften und macht es einfach, wenn es irgendwo einmal mit einer normalen CNC-Bearbeitungsmaschine nicht möglich ist, eine Gravur anzubringen. Mit dem Speedy ist es nahezu fast immer möglich. Der Mehrwert, den ich sehe im Ruby, ist der, dass Software und Maschine dementsprechend gut aufeinander abgestimmt sind. Eine durchgängige Lösung, das für einen Endanwender sicherlich einfacher macht als wie vorher und optimal zum Nutzen und zum Schulen auch für Mitarbeiter, die das nicht so regelmäßig in Anwendung haben. Die Lasertechnologie ist für uns enorm wichtig. Sie wird immer wichtiger, gerade in der Oberflächenbearbeitung. Das beginnt bei uns bei den Werkzeugeinsätzen, bei den Stahloberflächen bis hin zur Markierung von Bauteilen. Also das ist schon sehr durchgängig und für uns ist das die Zukunft.